Herzlich willkommen zu The Silent Age. Wir sind mittlerweile im 10. und wie es aussieht letzten Kapitel angekommen. Möbius Trip. Was für ein Chaos. Gerade noch der Begegnung mit seinem zweiten Ich um Haaresbreite entkommen, entdeckt Joe, dass die Zeitmaschine weg ist. Mit Hilfe von Dr. Lambert kann er den Zeitreisenden verfolgen. Aber wo und wann ist dieser Ort? Also wir sind Zeitreisende und die Viren sollen eine Möglichkeit sein, den Kalten Krieg für sich zu entscheiden, denkt die USA, um den Kommunismus von Russland zu besiegen. Dr. Lambert hat uns auf eine letzte Reise geschickt. Unsere Zeitmaschine ist mittlerweile kaputt. Wir können nicht mehr weg. Wir haben nur eine Schaufel. Und ja, wir wissen derzeit noch nicht, wofür wir die gebrauchen können. Vielleicht einmal draufschlagen. Ich könnte die Schaufel dazu benutzen, den Dreck ein bisschen abzukratzen, aber ich will nicht riskieren, die Maschine hier kaputt zu machen, bevor ich herausgefunden habe, wofür sie eigentlich gut ist. Achso, ja, wir können die andere Zeitmaschine nochmal probieren mit der Schaufel. Ich weiß nicht warum, aber hier könnte ich nicht viel machen, weil was ich die Zeit nicht schon erledigt hätte. So, hier haben wir schon probiert, bei der staubigen Metalloberfläche, den Staub abzukratzen. Das klappt aber auch nicht. Durch das Fenster einschlagen, das klingt gut. Geht nicht. Halb verschüttete Türe. Kannst du die Türe freischaufeln? Bestimmt, oder? Klar. So, alles wieder sauber. Ist das mein Mann? Das ist ein Betonklotz. Die Oberfläche fühlt sich leicht rau an. Ich kann da nicht durchschauen. Hier ist auch ein Stück Lappen, wurde der Erste-Hilfe-Koffer leergeräumt. Dann nehmen wir den Lappen wenigstens mit. Oder altes Tuch. Was mit dir? Oh mein Gott. Ich könnte denken, dass ich mich mittlerweile an den Anblick von Toten gewöhnt habe, aber der schockt mich aus irgendeinem Grund noch immer. Kyroröhre, ich glaube, das ist einer dieser Kyroröhren, aber dieser Ort sieht hunderte Jahre alt aus, vielleicht sogar noch älter. In welchem Jahr bin ich hier gelandet? Ja, das sieht irgendwie aus wie noch weiter in der Zukunft, als es eigentlich schon war. Ich wette, mit dem Tuch können wir diese Solarzelle freiwischen. Aber ich gucke nochmal im ersten Raum, bevor wir umsonst so weit zurücklaufen. Was sollen wir hier? Das Tuch erstmal nass machen. Das ist jetzt triefend nass, tatsächlich. Und Stromschlag kriegen. Nein, danke. Ich kann mich noch immer nicht an die 5 Stunden erinnern zwischen meiner Säuberungsaktion des Rades im Küchenbecken und dem Wachwerden auf der Intensivstation. Da wollte ich doch nur ein paar ruhigen Klängen lauschen, während ich arbeite. Gehen wir hier nochmal hin. Vielleicht 1000 Jahre in der Zukunft, wen sollte das hier interessieren? Ja, ich denke mal, wir müssen damit die Solarzelle freiwischen, denn ich wüsste nicht, was uns sonst helfen sollte. Ich weiß nicht, ob wir die Zeitmaschine nochmal wiederbekommen und nochmal hin und her reisen können, aber eigentlich hat er gesagt, das ist die letzte Reise und er wollte, Dr. Lambert hat dann gesagt, ihr könnt nie und dann ist er gestorben. Ich wette, der sagt, wir können nie wieder zurück, was natürlich schlecht wäre, denn alles saub. Warte, irgendwas ist gerade passiert. Oh, jetzt verstehe ich. Das ist ein riesiges Solarpanel, so wie auf meiner Zeitmaschine. Da draußen ist zwar nicht viel Licht, aber ich wette, es braucht auch nicht viel, um zu funktionieren. So. Mit dem Licht. Irgendwie werden ja die Zeitmaschinen damit angetrieben. Ich weiß nicht, ob das hier Sonnenlicht sein soll oder ob das durchgetrübt ist. Ich habe keine Ahnung. Scheint jetzt zu laufen. Was mag es wohl antreiben? Ach, der Generator, ja. Der wird durch diese Solarzelle angetrieben. Warum bin ich denn nicht gleich drauf gekommen? So. Folgen wir mal das Kabel bis zum Ursprung. Mit dem Kabel bis zum Ursprung. Hat er gerade gehustet? Hat doch gerade gehustet, oder? Ich will mir gar nicht vorstellen, was einen Menschen den gesamten Erste-Hilfe-Koffer benutzen lässt.
Generatorkabel, das hat doch aber bis zum ersten Raum zurückgeführt. Oder war doch noch ein Generator gewesen? Hier. Genau. Wenn wir uns mal schön unter Strom setzen. Ui, jawohl, er springt. Ah, wow, was ist denn da in der Wand? Person in der Wand. Oh, stumpfe Machete. Was zur Hölle er ist? Wie ist das überhaupt möglich? Warte, da ragt irgendwas aus seinem Rucksack. Sieht aus wie eine rostige Machete. Das ist ohne Zweifel das Furchtbarste, was ich je gesehen habe. Er ist tot, aber wie konnte er so in die Wand kommen? Was ist das? Müssen wir irgendwas durchschneiden mit der Machete? Mal hier vielleicht drauf dreschen? Ich werde sie nicht schärfen können, dafür brauche ich was Raueres. Okay, müssen wir erstmal scharf machen. Wird sich ja nicht vom Wasser schärfen lassen, oder? Die ist schon ziemlich verrostet, genau. Das Wasser wird ja nur noch schlimmer. Gibt's denn sonst nichts? Nee. Mit Klotz. Ah, Machete sieht. Sieh dir das an, die Machete ist jetzt viel stärker. Der Klotz hat ja Wunder vollbracht. Jetzt bist du fällig. Vielleicht brauchen wir den Schädel als hier Schalter oder irgendwas. Selbst wenn er noch am Leben wäre, könnte ich das nicht machen. Auch nicht, um sein Leiden zu lindern. Das steckt einfach nicht in mir. Nee, hätte sein können, dass man hier in manchen Spielen muss man den Kopf abschneiden, den Totenkopf auf irgendeinen Altar setzen. Würde mich zwar wundern, warum wir das hier machen sollten, aber wer weiß. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Wir müssen hier drüben, kamen wir doch nicht weiter, weil irgendwas im Gestrüpp war. Das können wir doch jetzt bestimmt beseitigen. Wurzeln, ja. Hoffentlich die Machete ist zerbrochen. Ich wette, die war rostiger als ich dachte. Aber immerhin habe ich mir einen Weg hindurch gebahnt. Ach, hallo Frank. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das Lagerfeuerlied. Es ist hell und warm. Die Luftfeuchtigkeit und die Hitze des Feuers machen es hier echt unerträglich. Frank? Joe! Oh. Please. Need water. What are you... Please. I'll get you some water. Hang in there. Ach, Frank war der Zeitreisende gewesen für die Firma und deswegen ist er verschwunden. Denn der kommt ja sonst hier nicht hin. Das ist in einem wirklich schlechten Zustand. Ich besorge ihm lieber etwas Wasser und zwar schnell. Okay. Ja, Wasser denke ich mal offensichtlich, da wo es von der Decke tropft. Also mittlerweile spiele ich nur noch mit der Maus. Wir brauchen keinen Controller mehr hier. Point and Click ist wirklich relativ gut gemacht. Mir gefällt das von meiner Aufmachung hier. So, so natürlich. Der Becher ist voll. Wehe, das Wasser gefällt dir nicht. Oder hoffentlich stolper ich nicht jetzt. Wäre auch schlecht. Wasser auf den Generator kippen. Mal gucken, was er dazu sagt. Draußen ist ziemlich feuchte Luft. Da gehe ich davon aus, dass er wasserdicht ist. Okay. Kann natürlich auch sein, dass das sehr weit in der Vergangenheit ist, dass wir wirklich vor der Zivilisation sind. Moment. Das Wasser löschen. Feuer löschen. Das wäre einfach nur gemein. Ja. Here you go, Frank. Oh, thank you. I don't understand.
What are you doing here? Where are we? I'm not sure. I had no time. I pushed it as far as it'd go. From what I've been reading, everything gets imprecise the farther you travel. Even your physical location can get messed up. Nobody's been this far. We could be hundreds, maybe thousands Da of gibt es so years viele in the Leichen, future dass hier for noch all I niemand know. war. I don't get it. So, you're a time pilot now? Do I really need to spell it out for you, Joe? I stole it. What? You stole the time machine, but why? Look, I've got no reason to tell you, but I guess it doesn't matter. You're the last person I'll be sharing anything with anyway. The truth is, I'm a Soviet agent. Cut it out, Frank. I'm not falling for that one again. I'm not joking. Frank, you're just sick, confused. Come on, you can't be. Where's your Russian accent? Joe, I'm an undercover agent deployed by the Kremlin. My job is to fit in. How far do you think I'd get if I went around calling everyone comrade? My real name is Yuri Barishev. Richtig kalter Krieg. I came to America in my early 20s. I went to school here, worked here, spent nearly 10 years building the foundation of an ordinary life. But the truth is that my life is far from ordinary. I am a spy. I was planted by the Soviet Foreign Intelligence Agency to gather intel on advanced U.S. military research programs. And I started getting my first missions in the mid-60s. At the time, I thought I had built a promising portfolio of leads, but as I started to pursue them, most of them turned out to be worthless. By 1968, I had run out of goodwill with my handlers at the Kremlin. I was a disgrace, and headed for extraction. Desperate for something, anything to report. I came across a Canadian company moving large shipments of iridium, osmium, rare metals not typically used in mainstream manufacturing. The buyer turned out to be a government shell, rerouting the materials to unofficial contractors, one of which turned out to be Archon. Having convinced my superiors that I was onto something, I got a job as a janitor. But I didn't dig up much until you showed up. You were a great distraction, giving me plenty of chances to access off-limits areas. And for a while, I was able to scrounge together enough intel to keep the Kremlin happy. Oh, Joe. My hunch was correct, but I didn't have the full picture. Not yet. The metals were being used to build something unusual, all right. But I just couldn't piece it together. What I found made no sense. Time travel, doomsday scenarios. It read like bad science fiction. For a while, I thought they were onto me, feeding me bogus information. But as time went on, with security tightening around the labs and no one confronting me, I began to suspect that my intel was legit. But time was running out. With Brezhnev and your President Nixon set to negotiate the nuclear disarmament treaty in a few weeks, my superiors were demanding results. My job on the line, I got desperate and careless. And this morning, I got caught. Ja, deswegen war er weg, okay. I was tailing an engineer into an off-limits lab when I bumped into Barney from security. Ironically, management chalked up my trespassing to cluelessness and settled for just firing me. Knowing I wouldn't get another chance, I stole a security badge and snuck back in. I just found the time machine operator's manual when you showed up out of nowhere and nearly screwed it all up. Then it clicked. Not only could I steal the technology, it was the perfect getaway, too.
Using the manual, I set the destination as high as it would allow. I figured if I could just get far away, I'd have plenty of time to figure out how to get it back to the motherland. But, well, I guess you know the rest. Listen, Joe. I'm really sick, and I'm not making it back. But you still can. The time machine has a timer, like a toaster. It's designed to return home unless the timer's reset. I removed the main power supply fuse to keep it from taking off without me. Here, take it. I have no idea how you got here, and I guess it doesn't matter. Still, despite my mission, double life, and the deceit, your friendship was always genuine. You're an honest guy, Joe. And I've really enjoyed your company. And now, please, leave me. The pain's coming back. Oh, it hurts to talk. Need rest. Wir können uns wieder bewegen. Okay, ein sowjetischer Spion also. Im Kalten Krieg, der hat einiges sinnloserweise kaputt gemacht. Er ist bewusstlos. Mit der Hauptsicherung können wir jetzt sie ins Feuer schmeißen, wenn wir wollen. Aber dann ist alles vorbei. Manchmal glaube ich, dass du nicht mein Bestes willst, Gehirn. Das ist mein einziges Ticket, um hier wieder rauszukommen, und du willst es ins Feuer werfen? Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Zeitmaschine gemeint ist. Ob das die direkt hier ist? Ich denke mal. Er wird irgendwie auch krank. Er hustet die ganze Zeit. Ist das hier giftig, die Atmosphäre, oder? Dafür ist die Zeitmaschine viel zu alt. Okay, dann nehmen wir die andere. Ich weiß ja nicht, was das hier für eine giftige Atmosphäre ist, oder ob das hier die Zukunft darstellen soll, wenn wirklich der Atomkrieg ausgebrochen wäre. Also ich gehe jetzt direkt zur Zeitmaschine, und falls das nicht klappt, müssen wir uns nochmal umsehen. So, jetzt habe ich die Sicherung wieder eingebaut. Hoffentlich funktioniert sie jetzt wieder. Mal so mal an. Was passiert? Bin ich wieder ohnmächtig geworden? Wow, die Zeitmaschine. Was ist der denn zugestoßen? Heilige Maria, die Zeitmaschine ist mitten in der Mauer gelandet. Bin ich froh, dass ich das überlebt habe, gut. Deswegen kommt der alte andere Mann doch wahrscheinlich in die Mauer. Hier war doch von einer in der Mauer gewesen. Die Wand wurde bei der Landung der Zeitmaschine wohl zerstört. Da hängt ein Schlüssel an seinem Gürtel. Dankeschön. Das ist einer der Wachleute. Die Explosion muss ihn umgebracht haben. Gebrochener Rahmen. So ein Teil von der Zeitmaschine. Fremder Organismus, was geht denn hier ab? Was passiert hier gerade? Das lässt sich nur von außen öffnen. Komme ich hier raus? Gott, was passiert? Mein ganzer Körper fühlt sich steif an. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich die Türen aufbrechen kann. Oh Gott, wie soll ich hier nur wieder rauskommen? Tatsächlich, wow. Aber was passiert mit mir? Meine Gelenke sind steif. Ich habe Schmerzen am ganzen Körper. Ich weiß nicht, wofür die sind. Ich glaube nicht, dass die wichtig sind. Abgeschlossen. Das gesamte Labor ist abgeriegelt. Das Sicherheitsglas, da komme ich auf keinen Fall durch. Foreign Organism detected. No. No, it can't be. The foreign organism. Du bist das. It's me. Ja, klar. I brought back the disease.
I'm the one who spreads it. It was me all along. Ah, dann das wollte doch Must der... have brought it back with me. Dann hat der sowjetische Spion doch sein Ziel erfüllt. God, I think I'm gonna throw up. I can't deal with this. What do I do? Wenn das der Plan vom sowjetischen Agenten war, dann hat er es gut geschafft, die Seuche zu uns zu implementieren. Das Ding kontrolliert die Röhren, aber ich weiß nicht, wie man sie bedient. Dann kletter mal hier rein. Das ist leer. Schließ mal auf. Gibt es keinen Schlüssel. Ich glaube, alles wird von diesem Terminal gesteuert. Ich muss hier rauskommen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, bis die Wachleute auftauchen. Dann werde ich jeden hier anchecken. Oh Gott, wie komme ich hier wieder raus? Das ist doch nur der infizierte Typ mit den unheimlichen Augen. Leere Akten, nichts, was ich gebrauchen könnte. Das gesamte Labor ist abgeschottet. Hier habe ich den Apfel gepflanzt, das kann ich jetzt nicht mehr brauchen. Das wird mir auch bald passieren und jedem anderen, wenn die mich erwischen. Ich fühle mich beschissen, muss hier raus. Los jetzt, Joe, du kannst das Problem lösen. Benutze deinen Verstand, denk nach. Hier bin ich ja gekommen. Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, den Schlüssel reinzuschließen? Zeitverschwendung. Hier ist eigentlich auch kein Schlüsselloch, hier ist eigentlich nur eine... Ich gehe nochmal zurück, also wir spielen jetzt zu Ende, egal wie lange das noch geht. Also sieht ganz danach aus, als hätte der KGB-Soldat sein Ziel erfüllt, dass wir doch zurückgereist sind und die Seuche einschleppen. Und hier nochmal. Fremder Organismus, was geht denn hier ab? Was passiert denn hier gerade? Stehen Nummern drauf. Welches ist für den Aktenschrank? 5.2, irgendwas steht da drauf. Abgeschlossen. Der passt. Oh, was geschieht mit mir? Nur schon den Schlüssel umzudrehen lässt meine Muskeln schmerzen. Ich fühle, wie meine Arme und Beine anfangen steif zu werden. Bedienungsanleitung für Lazarus-Konsole, 11. Entwurf. Das kann ich vielleicht verwenden. Jetzt muss ich aber hier weg, bevor die Wachleute auftauchen. Ich alle anstecke. Ist das nicht die Maschine? Kompressionsschloss entriegelt, geschafft. Ich glaube, ich habe es aufbekommen. Ach, hier geht's rein. Ah, hier muss ich rein. Das heißt, ich muss mich jetzt einführen, um die Menschheit zu retten. Musst du dich selbst opfern? Der ist offen. Scheint schon der dritte zu sein, dem das passiert ist, denn dafür sieht das doch sehr gleich aus.